Hallo und willkommen zur Videobauanleitung des neuen Casella Professional Snare Cajon von Sela. Danke, dass du dich für dieses tolle Instrument entschieden hast. Mein Name ist Markus Westenberger und wir werden heute Schritt für Schritt diese Cajon zusammenbauen. Wir bauen heute das Modell mit dem Frontfurnier Satin Nuss auf. Alternativ dazu gibt es aber noch die Fronten in Tineo oder auch in Ceprano. Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Cajonbau stecken in diesem Instrument. Es wird nur geschraubt, man braucht keinen Leim dafür und jeder kann das mühelos in kürzester Zeit zusammenbauen. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir uns mal alle Teile und Komponenten, die in der Packung sind, anschauen. Gleich am Anfang ist zu sagen, dass in der Bedienungsanleitung hier in der Mitte der Snare-Teppich eingelegt ist. Den bitte nur hier an den Enden, an den Metallenden nehmen, weil diese einzelnen Spiralen sind sehr empfindlich. Legen wir mal hier hin. Dann haben wir hier die Bauanleitung. 4 Stück massive Ahornecken. Danach haben wir hier Deckel und Boden. Natürlich 2 Stück. Darüber. Als nächstes kommt die Spielfläche, edifoniert mit Satinnuss. Dann haben wir als nächstes die Rückseite oder die Lochseite mit dem Qualitätsstempel von Sela. 2-mal Korpusseiten. Die Traversenhalterungsleisten. Dann haben wir hier 2 Beutel mit Schrauben. Die einen sind für die Sichtschrauben, das sind die silbernen. Und das andere sind die Schrauben für die Innenverschraubung vom Instrument. Eine Montagehilfe, das erkläre ich dann später noch. Die 4 Gummifüße und ein Nagel und ein Bit ist auch dabei. Für was die Einzelteile noch dann im Speziellen da sind, das wird dann alles im Aufbauen erklärt. Die Sela Snare Traverse und einen kleinen Schaumstoffkeil. Und was wir zusätzlich noch brauchen, ist ein Vlies, eine Decke, ein Tuch, einfach um diese Lackoberflächen nicht zu beschädigen als Unterlage. Einen handelsüblichen kleineren Hammer und einen Akkuschrauber mit Rechts-Links-Lauf und zu einem Bit-Einsatz. Der Bit ist übrigens auch dann in der Verpackung mit dabei. Nun fangen wir an mit dem Schritt 1 in der Bauanleitung. Wir nehmen uns ein Seitenteil, legen das mit der lackierten Seite nach unten auf die Decke. Jetzt kommt gleich der erste Tipp. Und zwar müssen wir diese Ahornleisten etwas vorbereiten. Und zwar durch das Einbohren hier vorne kann es sein, dass in dem Falz hier in der Nut kleine Spreißel drin sind, also so Splitter drin sind. Dann nehmen wir hier diese Montagehilfe, diesen kleinen Holzwinkel und fahren hier 2-mal durch und dann verschwindet das. Das ist auch gut so, weil wenn wir diese Teile nachher dort reinstecken, haben wir keine Splitter, die uns dort im Weg sind. Das geht ganz schnell. Als nächstes nehmen wir den massiven Ahornwinkel und stecken ihn so auf diese kleine, mit der Nut in diese Feder hinein. Ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, dass hier das in einer Linie geht, also bündig ist. Zusätzlich noch sollte hier kein großer Spalt sein, also dass es wirklich schön angedrückt ist. Wir legen es hin. Nochmal die Bündigkeit prüfen. Dann nehmen wir die brünierten Schrauben, die für die Innenverschraubung sind. Und jetzt können wir schon anfangen, die ersten Teile zu verschrauben. Bündigkeit prüfen, Schraube ansetzen und eindrehen. Die Schrauben nur so tief reindrehen, wie die Versenkung
im Holz angegeben ist. So, und die dritte. Danach nehmen wir uns ein Deckel- oder Bodenteil, das sind diese kleinen Teile, stecken sie auch wiederum mit der lackierten Fläche nach oben hinein. Wieder die Bündigkeit prüfen, ganz wichtig. Kann man hier in die Richtung leicht verschieben und schauen, dass hier das Spaltmaß schön zu ist. Drücken das ein bisschen nieder, dann verrutscht es auch nicht und schrauben es fest. Dasselbe machen wir jetzt mit den zwei anderen Teilen, worauf da wieder auch wirklich sauber darauf zu achten ist, dass die Bündigkeit gegeben ist, und lasst euch Zeit dabei, weil je sauberer man arbeitet und je genauer, umso besser ist das Endergebnis. Ich drehe die Teile mal so rum, wie es auch in der Bauanleitung zu sehen ist. Einfach mal auf die andere Seite. Und dann schrauben wir diese Teile noch auf diese Seiten drauf. Ich stecke das mal vor. Wieder hier auf die Bündigkeit achten, ganz wichtig, kann man nicht oft genug sagen. Und anschrauben. Hier mit der Hand schön zusammendrücken, dass die Teile innen schön zusammenpassen. Der nächste wichtige Schritt ist die Montage der Snare-Traversen Halterungsleisten. Dazu nehmen wir uns diese Montagehilfe, die wird hier seitlich angelegt und definiert genau den richtigen Abstand, den wir brauchen. Das heißt, einmal hier und nach unten anlegen, an den Winkel, die Halteleiste dran schieben, beides festhalten und dann mit 2 Schrauben anschrauben. Ich mache es immer so, dass ich die Schrauben schon vorstecke, dann sind sie schon da, wo sie hingehören. Nochmal die Leiste, die Montageleiste und das zusammendrücken und festschrauben. Das wird einmal hier gemacht und dann auf der gegenüberliegenden Seite oben. Wieder schön anhalten, Schrauben vorstecken, zusammendrücken und anschrauben. Als nächsten Schritt nehmen wir das eine Korpusteil und drehen das auf das andere drauf, so dass die Ahornwinkel wiederum in die anderen Teile hineinpassen. Und somit haben wir den Korpus schon fast fertig. Jetzt müssen wir wieder das ausrichten, dass die Teile schön bündig sind. Hier in dem Fall und hier. Wenn ihr alles richtig zusammengesteckt habt, dann sollten diese 2 Befestigungsleisten jetzt unten und gegenüber stehen. Jetzt haben wir hier die Teile ja noch nicht verschraubt. Dann nehmen wir jetzt die restlichen Schrauben und machen das, drücken das wieder zusammen. Hier wiederum darauf achten, dass hier kein Spalt ist.
Um als nächstes die Rückseite oder die Lochseite zu montieren, nehme ich das Cajon, das Gehäuse, und drehe es so auf die Unterlage, sodass die Befestigungsleisten jetzt unten vorne liegen. Dann nehmen wir uns die Rückseite vor. Das Loch muss dann hier sein, oben, und die Befestigungsleisten sind hier unten auf dieser Seite. Dann liegt die Rückseite richtig auf dem Korpus auf. Als nächsten Schritt werden wir jetzt die Rückseite auf den Korpus aufschrauben. Ich mache es immer so, dass ich mir das so herlege vor mich hin, dann kann ich das ganz schön ausrichten. Da kommt jetzt ein ganz netter Trick, und zwar, wir nehmen einfach ein Stück Tesafilm, richten die Spielfläche schön aus und kleben sie hier über der Ecke fest, dass sie nicht mehr verrutschen kann. Und das mache ich an allen 4 Seiten. Wenn hier die Abstände schön alle gleich sind, verrutscht mir beim Aufschrauben die Rückseite nicht mehr. Somit liegt das schön auf dem Korpus auf. Jetzt haben wir die Rückseite schön mit dem Klebestreifen fixiert. Kontrollieren nochmal, dass ringsrum der Abstand überall gleich ist, und dann können wir sie festschrauben. Wir haben da 2 Hilfsmittel mit dabei gepackt, auch so einen Nagel. Schneiden wir das wieder auf. Der Nagel ist dazu da, um diese Ausreibungen noch ein bisschen zu vertiefen. Dadurch lassen sich die Schrauben dann ganz leicht eindrehen. Das reicht, wenn man da 1-2 Mal draufschlägt, dass die Spitze ein bisschen in diese Kegelsenkung reinkommt. Also man muss das nicht festnageln, dass man den Nagel nicht mehr rausbekommt. So, jetzt habe ich das erstmal hier im oberen Rand gemacht, und dann nehme ich jetzt diese silbernen Schrauben, das sind jetzt die Sichtschrauben, die schöneren, die nehme ich, um quasi die Vorderseite und die Rückseite anzuschrauben. Ich drehe die Schrauben nur so weit rein, dass sie gerade ein bisschen versenkt sind. Nicht zu tief. Jetzt drehe ich die Cajon rum. Mache das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Dann nehme ich wieder den Nagel, den Hammer. Und schraube fest. Jetzt haben wir die Rückseite festgeschraubt, und jetzt können wir die Hilfsklebestreifen natürlich entfernen. Vorsichtig entfernen. Um die Spielfläche aufzuschrauben, drehen wir jetzt den Korpus rum. Hier sehen wir die 2 Befestigungsleisten für die Snare-Traverse, die sind unten. Und die Spielfläche wird quasi mit dem Logo auf diese Seite, wo sich die Leisten befinden, aufgelegt. Dann ist es richtig rum. Ich drehe es mir immer so her, dass die Oberseite zu mir zeigt, das Logo unten ist, und dann bedienen wir uns wieder diesem Trick, dass wir die Spielfläche mit dem Klebestreifen fixieren.
schön ausrichten, dass der Abstand ringsherum gleich ist. Und mit dem Klebestreifen fixieren. Dann drehe ich das Cajon rum, richte das noch ein bisschen aus, klebe es wieder an. Und nehme wieder den Nagel und den Hammer und piekst das hier an, schlag das hier an. So. Und hier auch die Schrauben nur so tief einschrauben, dass sie bündig mit der Spielfläche sind. Und dann alle anderen restlichen Schraubenlöcher anfangen. Anschließend zeige ich euch, wie man die Füße noch aufschraubt. Dann nimmt man die Cajon, dreht sie quasi hier, das ist ja die Sitzfläche, so nach oben, dass das Logo hier oben ist. Das ist die Unterseite. Dann haben wir hier die 4 Gummifüße. Die können wir schon mal so auflegen. Und wir sehen hier diese Nut hier, da wird quasi die Schraube dann reingesetzt. Dann nehmen wir noch diese Montagehilfe, richten das so aus. Ich drehe das mal, damit man das sehen kann. Legt es hier an, schiebt den Gummifuß so her an den Anschlag. Dann kann man auch den Nagel zur Hilfe nehmen. Geht rein, turnt das ein bisschen an und dann findet die Schraube schneller ihren Weg. Dann haben wir wieder diese brünierten Schrauben. Ich mache so, ich nehme dann immer den Gummifuß nochmal in die Hand, gehe so durch und dann finde ich das Loch ganz leicht und schraube es fest. Und das mache ich jetzt bei allen 4 Füßen ganz genauso. Der eigentliche Cajon-Korpus ist damit ja komplett fertig und zusammengebaut. Den stellen wir jetzt mal zur Seite hin, weil das Wichtigste, der Tongeber, das montieren wir jetzt gemeinsam zusammen. Die Sela Snare Traverse. Das ist eigentlich das Herzstück der Cajon. Der letzte Montageschritt ist jetzt die Montage der Snare Traverse. Die besteht aus dem Snare Traversenholz, aus dem Snare Teppich. Wobei hier bei dem Snare-Teppich zu sagen ist, wie gesagt, immer nur außen an den Metallrändern anfassen. Aus diesem Kunststoffkeil und aus den letzten 4 Schrauben, die hier liegen. Wichtig bei der Montage ist jetzt Folgendes. Wir haben hier Lötstellen, die müssen sichtbar sein. Also den Snare-Teppich mit den Lötstellen nach oben auf das Traversenholz auflegen. Also so. Dann nehmen wir die 4 übrigen Schrauben noch. Stecken die schon mal in die vorgebohrten Löcher ein. Und die ziehen wir jetzt mal ungefähr zur Hälfte an. Da fangen wir einfach an, einmal hier unten und dann über die Diagonale auf der anderen Seite. Dann diese hier und dann gehen wir wieder rüber. Dann können wir die Schrauben dann in einer Reihe anziehen. Diese Metallplatte kann sich ruhig ein bisschen verbiegen. Dadurch wird der Snare-Teppich gespannt. Allerdings sollte man nicht so fest anziehen, dass die Schrauben sich durch die Löcher durchziehen. Jetzt haben wir hier eine schöne Spannung. Also man merkt, dass es richtig eine feste Spannung ist. Dann ist es richtig aufgeschraubt. Zum Schluss nehmen wir dann einfach den Schaumstoff, schieben den so durch, dass er auf den Snare-Seiten aufliegt. Der ist eigentlich auch zur Dämpfung da, damit kann man dann regulieren. Zieht man es weiter raus,
schwingen die Snare-Saiten frei und dann ist der Snare-Sound laut. Gehe ich jetzt wieder nach vorne rein, wird der Snare gedämpft, weil die Snare-Saiten eben nicht mehr frei schwingen können. Somit ist die Snare-Traverse auch montiert. Ihr erinnert euch, dass wir in der Cajon hier unten 2 Befestigungsleisten angeschraubt haben. Da wird jetzt die Snare-Traverse reingeschoben. Wir drehen das Ganze mit dem Loch nach da um, geben das so ins Loch hinein. Der Snare-Teppich wird jetzt an die Spielfläche vorne gedrückt und dann gehen wir mit dem Arm nach unten und schieben die Snare-Traverse vor die Leisten. Und die Snare-Traverse ist damit montiert. Und jetzt haben wir auch Snare-Klang. Zusätzlich zu dem grandiosen Snare- und Bass-Sound, die die Sela Cajon hat, können wir hier auch noch Clap Corners aktivieren. Es kann auch sein, dass die schon sehr stark hörbar sind. Das ist manchmal abhängig von der Platte. Wenn sie nicht hörbar sind, wenn sie also quasi stumm sind, können wir sie auf folgende Art und Weise aktivieren. Wir nehmen uns einfach eine Visitenkarte oder einen Karton in Visitenkartenstärke und schneiden uns solche kleinen Streifen zu. So in Keilform. Das hat sich eigentlich bewährt. Dann lösen wir diese Schrauben hier, die hier quasi diese Ecken begrenzen. Diese 2 machen wir ein bisschen locker. So, einmal, zweimal, dreimal, 4-mal. Und um die Clap Corners weiter rauszuholen, schieben wir die jetzt hier vor der Schraube, ich mache es mal hier, da sieht man es besser, hinein. Man kann es entweder abreißen oder halt ganz reinschieben. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang. 2-mal. Wenn wir diese Schrauben jetzt wieder festdrehen, entsteht auf der Seite ein Spalt. Beim Spielen, beim fester Spielen, schlägt jetzt die Spielfläche mit Schwung auf die Kante und das ergibt diesen Klackeffekt. Das gleiche machen wir hier auf der Seite auch. Kann man ein bisschen kürzen. Und ziehen die Schrauben an. Dabei ganz vorsichtig agieren. Und somit haben wir hier auch ein Clap und hier auch. Wie viele von euch wissen, besteht ja die Sound-Grundklänge aus erstens dem Bass, dem Snare und den Claps. Bei der Casella habt ihr die Möglichkeit, weil wir ja die Snare-Traverse rein und rausnehmen können, diese rauszunehmen. Und damit haben wir eine klassische peruanische Cajon, die ja, wie viele auch wissen, gar keine Snare-Effekt kennen. Somit haben wir jetzt einen klaren Sound, den Bass und den Snare. Oben, wo normalerweise die Snare liegt, ist jetzt ein hölzerner, klarer Klang zu hören. Und wenn wir das Ganze wieder zu einer normalen Cajon, wie wir sie heute kennen, machen, setzen wir die Snare-Traverse einfach wieder ein und dann haben wir sofort wieder Snare. Dem Sela Snare-System habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, individuelle Sounds zu finden. Und zwar ganz toll ist es, dass man die Snare-Traverse nach oben und nach unten verschieben kann. Somit habe ich auch die Möglichkeit da, mehr Snare oder mehr Intensität in mein Spiel reinzubringen und mehr Abwechslung. Der Grundsound des Snares klingt so, da ist die Snare-Traverse ganz unten. Jetzt kann ich sie nach oben, weiter nach oben verschieben. Ich gehe jetzt mal ganz ungefähr auf die Hälfte der Leisten. Dann ist der Snare-Effekt schon intensiver oder anders klingend. Dann schiebe ich es ganz nach oben hin, bis zum Anschlag rauf. Und somit ist der Snare-Effekt sehr intensiv. Wie du jetzt gesehen hast, gibt es viele Möglichkeiten, die Casella individuell einzustellen, sodass du deinen eigenen Sound finden kannst. Aber zusätzlich hatten wir noch die Möglichkeit, ein zweites Snare-System einzubauen, was du im Musikfachgeschäft kaufen kannst. Das hat den Vorteil, dass wenn du Flamenco-Musik machst oder vielleicht lateinamerikanische Sounds liebst oder überhaupt viel Snare-Sound möchtest oder das liebst, schiebst du einfach die zweite Snare-Traverse über die erste drüber. Da haben wir noch reichlich Platz
Und dann hast du Snare Sound pur. Ganz viel intensiven Snare. Und das macht einfach die Casella und das Sela Snare System noch variantenreicher. Für deine Casella gibt es, wie ich meine, wirklich noch nützliche Zubehörsachen, zum Beispiel eine ganz toll gepolsterte Sela Tasche. Und wie ich finde auch nützlich ist ein Sela Pad zum Sitzen, bequem sitzen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wirklich, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch ein anderes Outfit haben, dann kann ich dadurch, dass die Bauweise immer gleich ist, kann ich jederzeit auch mal ein anderes Furnier vorne drauf haben, also eine andere Spielfläche. Die eine Spielfläche runterschrauben und die nächste einfach drauf. Ist ganz easy. Aufgeschraubt ist zurzeit jetzt in der Mitte das Satin-Nuss-Furnier, die Spielfläche mit dem Satin-Nuss. Das ist Zebrano und das ist Tineo. Also ist für jeden Geschmack was dabei. Und nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurer Casella.